Yeah, you can get to Sweden from Yeah, exactly. Yeah, see, yeah, Sweden is here. We are here. Sweden is here. The border goes here. There's just the river. Slightly cloudy, and then it clears completely again. Oh, so wow. that towards the evening there should be a clear night. Yeah, I have my guns in the other car. Yeah, it's been hurt. Nach mehreren Stunden Autofahrt waren wir gefühlt am Ende der Zivilisation angekommen. Die Motorschlitten waren bereit, die Utensilien gepackt, um rasch die 3-stündige Weiterfahrt mit dem Motorschlitten bis zum Jagdcamp fortzusetzen. Die logistischen Vorbereitungen meiner Freunde, um dieses Abenteuer möglich zu machen, waren im Nachhinein gesehen enorm. Die Planung und Umsetzung dauerte 1 Jahr und ich konnte mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorstellen, was uns erwartet. Unendliche Weiten breiteten sich vor uns aus. In grau gehüllte weiße Berge, fernab jeder Zivilisation, erzeugten in mir ein ehrfürchtiges Gefühl. Dass diese Jagdreise nur für einen Bruchteil der Jäger zur Realität werden kann, war mir klar. Dass ich das Privileg hatte, einer dieser wenigen dank meiner Freunde zu sein, überwältigte mich schnell. Sehr bald zeigte sich, dass äußere Einflüsse sehr schnell zu schwierigen und auch gefährlichen Situationen führen können. Nach dem Bruch der Schlittenkufe musste eine Lösung gefunden werden. Wir verteilten das Gepäck auf die anderen Schlitten. Es dauerte lange und es wurde empfindlich kalt. Wir waren jedoch nicht mehr so weit von unserem Ziel entfernt, weshalb einer unserer Freunde mit dem schnellsten Skitour zum Jagdcamp fuhr, um die Hütte, die auf 590 Höhenmeter und 40 Kilometer von der nächsten Zivilisation lag, aufzuheizen. Am Ende kamen wir trotz entsprechender Kleidung durchgefroren, aber trotzdem wohlbehalten in unserer Jagdhütte an. Wir machten unser Quartier, aßen noch eine Kleinigkeit und fielen später erschöpft in die Betten. Wir wollten die nächsten Tage auf Schneehühner und mit viel Glück auf den Rotfuchs jagen. Wir hatten -34 Grad Celsius, die tiefste Temperatur untertags in diesem Jahr. Schneehühner sind an diesen Temperaturen durch ihr Haarkleid bestens angepasst. Für uns Menschen war der Sturm die nächste Herausforderung, die wir zu meistern hatten. Die Aufforderung meines Freundes, die Jagd auf die Schneehühner mit der 22 Long Rifle zu starten, wies ich lächelnd, aber dankend ab. Selbst wenn ich sehr nahe an die Hühner herangekommen wäre, wäre die kleine Kugel vom Wind verweht worden, also chancenlos. Langlaufski, Waffen, Holz, Notfallutensilien und alles, was man zum Überleben brauchte, wurde in die Schlitten gepackt. 3 unserer Freunde starteten die Jagd mit ihren Hunden direkt von der Hütte. Die andere Gruppe, der ich angehörte, wollte einige Kilometer entfernt die Jagd auf Schneehühner beginnen. Doch so selbstverständlich und ungefährlich wie es klingt, war die Fahrt in diesem Gebiet nicht. Wir fuhren auf einen großen, zugefrorenen See. Doch da und dort lauerten fast unsichtbare Fallen, wo durch die starke Strömung die Eisdecke dünn war, also lebensgefährlich. Wie man an den Aufnahmen erkennen kann, ließ der Sturm zumindest in der ersten Stunde unserer Jagd nicht nach. Schwierigste Bedingungen für Mensch, Hund, aber auch Videoausrüstung. Bei diesen Bedingungen auf ungewohnten Langlaufskien, die Stöcke und Kamera in der einen Hand,
die Waffe, wenn es ernst wurde, in der anderen Hand, waren die ersten Kilometer beinahe schon an der Grenze des Möglichen. Dennoch war der Wunsch, alles auf Video festzuhalten, größer als der Gedanke aufzugeben. Zu unserem Glück ließ der Sturm dann doch etwas nach und bald darauf waren wir mitten im Jagdgeschehen. Ja. Okay. Zuerst beobachtete ich meine Freunde und wollte sehen, wie sie an die Jagd auf das Schneehuhn herangingen. Es dauerte auch nicht lange, bis der erste Schuss fiel. Leider ein Fehlschuss. Überall auf den Zwergbirken waren Schneehühner zu sehen. Birkenknospen sind die Hauptnahrung, die Schneehühner während des Winters in dieser Gegend vorfinden. Ich beobachtete weiter interessiert die Jagdmethoden meiner Freunde. Sie näherten sich den Schneehühnern nicht sonderlich langsam oder vorsichtig. Ob die Tarnkleidung tatsächlich die Jäger unsichtbar erscheinen lassen würde? Wie auch immer. Aus irgendeinem Grund strichen die Hühner ab, lang bevor einer der Freunde in Schussdistanz herankam. Zum Glück aber nie zu weit, weshalb die Jagd weitergehen konnte. From now on, I make my own chase. My friends are up in the hill, and over there are the grouse running. I show you. Gerade meinen ersten Schneehahn in Lappland erlegt. Sorry, little bird. Mit der Erinnerung an die Erlegung meines ersten Schneehuhns verbinde ich Freude, aber wie auch immer ein wenig Wehmut. Who's the hunter? Woodwalker. The real man. Okay, where is your bird? Yeah, the bird. We need the bird. The big Austrian hunter. And of course the toast. The only one. Feuer machen unter noch so widrigen Bedingungen gehört zur Grundkompetenz der Jäger in diesen rauen Gegenden. Kaffee und Würstel stärkten uns, bevor wir wieder aufbrachen. Nach dem Mittagessen wollten es unsere Freunde mit der Büchse versuchen. Ich tauschte Flinte mit Kamera und begleitete sie. Ungleich schwerer als mit Schrot ist der Schuss auf die kleinen Vögel auf weite Entfernung mit der Büchse. Stabile Auflagen gab es nur, wenn es eine harte Schneedecke als Untergrund zuließ. Es war also nicht verwunderlich, dass bei weniger stabilen Auflagen so mancher Schuss vorbeiging. Nach dem Fehlschuss von Becker war wieder Marco an der Reihe. Wir versuchten, die Hühner zu umgehen und uns hinter dem Hügel auf Schussdistanz zu nähern. Als wir über den Hügel kamen, waren alle Hühner vermeintlich wie vom Erdboden verschluckt.
Einzelne Spuren im Schnee deuteten auf ihre Anwesenheit hin. Einige Hühner waren auf weite Entfernung auf den Baumwipfeln zu sehen. Nun hieß es geduldig sein. Wir suchten nach einer geeigneten Stelle, wo die Chance bestand, dass das eine oder andere Schneehuhn aufbäumen würde. Die Entfernungen waren für Marco einfach zu groß, um ernsthaft über einen Schuss nachzudenken. Becker wählte die vielleicht erfolgsversprechendere Variante und pirschte sich an die Schneehühner heran. Aber auch hier war es nicht leichter. Äste der Zwergbirken versperrten die Möglichkeit, einen sicheren Schuss abzugeben. Es hieß weiter auf die eine Chance zu warten. Wieder zurück zu Marco. Immer wieder strichen einige Vögel zwischen den Inseln hin und her, doch vorerst nicht in unsere Richtung. Die Entfernung zu den Vögeln war leider nach wie vor viel zu groß. Es blieb Zeit, über die Schneehühner und deren Lebensweise zu sprechen. Das weiße Gefieder tarnt sie nicht nur, sondern isoliert sie nebenbei extrem gut gegen die Kälte, da jeder ihrer Federn an ihrer Basis mit einer zweiten, daunigen Feder verdoppelt ist. Wieder bäumten einige Hühner auf der Insel gegenüber auf, weiterhin zu weit, und der Seitenarm des Flusses vor uns, der wie vorher erwähnt an einigen Stellen nicht zugefroren war, machte ein Übersetzen unmöglich. Deshalb starteten wir den Versuch, uns den Vögeln etwas zu nähern, doch auch dieser Versuch scheiterte aufgrund der an manchen Stellen extremen Schneeverwehungen. Die Hühner waren hörbar in der Nähe. Ihre Laute klangen, als ob sie uns auslachten. Becker kam den Schneehühnern, die Marco nur aus der Ferne sah, immer wieder einigermaßen nahe. Vorsichtig ging es Schritt für Schritt voran. Gut zu hören sind auch hier die Laute der Hühner. Ob sie sich damit vor der Gefahr warnten oder dies einfach die Kommunikation zwischen Bärchen war, entzieht sich meinem Wissen über diese Wildart. So sehr er sich auch bemühte, er kam einfach nicht auf Schussdistanz heran, weshalb dieser Abend ohne weiteres Weidmannsheil, aber mit neuen und herrlichen Eindrücken zu Ende ging. What an amazing hunt today. Es war nun Zeit, das Erlebte dieses Jagdtages zu reflektieren. Was war es, was mich an diesem Ort so faszinierte? Es ist schwer zu erklären, denn vermutlich werden 99% der Jäger in Mitteleuropa so eine Jagd niemals erleben und daher auch nicht an all ihrer Intensität nachempfinden können. Man stellt sich berechtigt die Frage, ob Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt völlige Stille und Abgeschiedenheit so ein Wohlgefühl erzeugen kann. Meine Antwort: ja, denn das ist der Inbegriff des Lebens in und mit der Natur. Morning? Are you serious? Yes, In the morning. in the morning. Okay. Constitutes Der Abend und der darauffolgende Morgen sollte diese Empfindungen eindrucksvoll bestätigen. Pretty cold. Pure silence. No plane. No car. No screaming. Nothing. Completely silent. Nach einem typisch finnischen Frühstück mit Porridge, Käse und Wurst machte sich das Team Woodwalker Finnland wieder bereit. The whole team Finland.
Ein kalter und vorerst sonniger Morgen lag vor uns. Eine kleine Wolkenfront kündigte sich für den späteren Vormittag an. Bevor es mit der Jagd losging, wollten unsere Freunde ihre Kleinkaliberwaffen auf entsprechende Entfernungen kontrollschießen. Alles war perfekt und so ging es wieder getrennt in kleinen Gruppen in alle Himmelsrichtungen zur Jagd los. Ich war alleine mit Marco unterwegs. Immer wieder schloss und öffnet sich die Wolkendecke. Unser Ziel waren die beiden Erhebungen am fernen Horizont. Ohne bis dahin ein einziges Schneehuhn in Anblick zu bekommen, fuhren wir mit unseren Langlaufschienen den Hügel entgegen. Es war irgendwie eine Art Trance, in die ich mich begeben habe. Ich folgte den Spuren der Ski, hörte dem Wind zu, der kräftig um meine Ohren blies. Ab und zu blieben wir stehen, Marco glaste die Gegend ab und ich genoss die Stimmung der unendlich scheinenden Natur und sog die jeweilige Stimmung tief in mir hinein. Hinter Marco in seiner Spur zu bleiben, war eine Art Lebensversicherung. Überall waren Schneeverwehungen und die Gefahren lauerten rundherum. Ich habe selbst in anderen Gegenden Finnlands Löcher hinter Steinen gesehen, die 2 Meter tief waren, was in diesem Fall ebenfalls tödlich wäre. Kurz darauf erreichten wir eine Stelle, die nicht sonderlich gefährlich aussah. Dennoch starben schon einige Leute an genau solchen Stellen, wo das Eis dünn war und die Strömung des Flusses so stark, dass man keine Chance hätte zu überleben. Mit diesen Eindrücken ging es weiter. Wir näherten uns dem nächsten Hügel und merkten, dass er unüberwindbar war. Als wir stehen blieben, strichen plötzlich 3 Schneehühner direkt auf uns zu. That was excellent. Wow. They came over there, we saw them already, and they came straight in, and it was a perfect shot. Oh, what an experience. Wow. Wow, wow, wow. Das zweite Schneehuhn meines Lebens. Mein Glück war, dass eines der Schneehühner unbeschossen an Marco, der vor mir stand, vorbeistrich. Ich also raus aus den Schienen, Ziel erfassen, mitschwingen, 2 Meter vorziehen, fliegen lassen. Eine Jagd, wie man sie sich nur erträumen konnte. Thank you very much. You're welcome. Amazing experience. Amazing hunt. Middle of nowhere. I'm so grateful. Wow. Nach einer kurzen Rast machten wir uns auf den langen und beschwerlichen Rückweg, bei dem wir auch noch einen Adler in Anblick bekamen. Dieser Jagdtag war in jeder Hinsicht perfekt. Mir gingen so viele schöne Gedanken durch den Kopf, ich genoss einfach mein Leben in der Natur und mir war bewusst, wie dankbar ich meinen Freunden sein durfte. Es war nicht nur die Erlegung des Schneehuhns, es sind auch die anderen Erlebnisse und Empfindungen, wenn man zum Beispiel die Schneekristalle im Sonnenlicht beobachtet, dem Schrei des Adlers lauscht, das Knirschen des Schnees oder irgendeine andere Situation, in der man spürt, wie wertvoll unser Planet ist, den wir leider zerstören und den Wildtieren ihren Lebensraum wegnehmen. Yep. Ja. Nach und nach kamen alle Freunde von ihrer Jagd zurück, manche erfolgreich, manche leider nicht. Als es vor der Hütte ruhig wurde, zog es mich nochmals hinaus. Ich genoss die Abendstimmung,
die untergehende Sonne, den Anblick der gefrorenen Äste der Zwergbirke, den glitzernden Schnee im Abendrot. Es war wie die Tage zuvor. Die Eindrücke dieser unberührten Natur überwältigten mich. Aber dann erblickte ich plötzlich einen Rotfuchs. Ein wunderschönes Tier, auf das ich vor allem im Winter sehr gerne jage. Der Fuchs ist schlau, und wenn man meint, es wäre einfach, einen Fuchs zu erlegen, hat man noch nie einen Fuchs bejagt. Der Rotfuchs ist neben dem Adler der Hauptfeind der Schneehühner und darf bejagt werden. Der auch vorkommende Polarfuchs wird nicht bejagt und ist, soweit mir erzählt wurde, geschützt. Offensichtlich bemerkten auch die Freunde im Haus den Fuchs. Schnell war Marco zur Stelle und gleich wieder im Jagdmodus. It's still there. Yeah. Is it red? Yeah, red fox. Then it's allowed to shoot. Der Kugelknall durchbrach die Stille. Lange verfolgten unsere Blicke den flüchtenden Fuchs. Die Enttäuschung bei Marco war groß. Ein roter Fuchs im Schnee wäre auch für ihn ein besonderes Erlebnis gewesen. Aber es sollte nicht sein. Auch an diesem Abend wurden die Vorbereitungen für den täglichen Saunagang getroffen. Dazu musste jeden Tag aufs Neue ein Loch im Eis freigeschlagen werden. Ein Abend ohne Sauna wäre in Finnland unvorstellbar. Jeder hatte seine zugeteilten Aufgaben, wie zum Beispiel Wasser holen, Holz nachfüllen, und für das Filmen musste auch noch Zeit übrig bleiben. Die Umgebung war wieder im herrlichen Abendrot gebettet. Der Rauch des Feuers stieg gerade aus dem Kamin in den Himmel empor. Nachdem alles soweit vorbereitet war und auch unsere Hunde noch einmal vor die Hütte gingen, zeigte das Thermometer mittlerweile -45 Grad Celsius. Deshalb wärmten wir uns vorab kurz in der Sauna auf, bevor es zum eigentlichen Saunagang ging. Nach Einbruch der Nacht waren erstmals Nordlichter am Sternhimmel zu sehen. Wir sprachen über unseren Freund Kari, der unerwartet einige Monate vor der gemeinsam geplanten Jagd verstarb, und wie gerne er dabei gewesen wäre, wie sehr er sich über die mittlerweile 5 erlegten Schneehühner gefreut hätte. Plötzlich rief uns unser Freund Olli vor die Hütte. Am Himmel waren 5 weiße, wie Schneehühner aussehende Nordlichter zu sehen, als ob uns Kari einen besonderen Gruß zukommen lassen wollte. Nach 2 Tagen Schneesturm und wetterbedingten Versagen eines Großteils der Videoausrüstung brach bei herrlichem Sonnenschein unser letzter Tag an. Am Nachmittag ging diese einzigartige und unvergessliche Jagd zu Ende. Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle meine finnischen Freunde. Und ich hoffe, dass ich euch allen mit diesem Video einen Eindruck über diese Jagd vermitteln konnte. Schreibt mir gerne etwas dazu in den Kommentaren.